Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Real Madrid 1, Getafe 0. In einem harten, dreckigen, sehr umkämpften Fußballspiel gewinnt Real Madrid dank Arda Güler, Kylian Mbappé und Vini Junior mit 1:0 bei Getafe und setzt sich an die Tabellenspitze der La Liga. Das Ganze mit 8 Siegen aus 9 Spielen. Dieses Spiel, was wir Madridistas fußballerisch wahrscheinlich alle so schnell wie möglich vergessen möchten, denn das war fußballerisch viel zu wenig, müssen wir aber denken, Mund abwischen, weitermachen. Diese 3 Punkte zählen am Ende der Saison genauso sehr wie alle anderen Punkte. Also, viel Spaß beim Video. Arda Güler und Kylian Mbappé. Arda Güler und Kylian Mbappé. Arda Güler und Kylian Mbappé. Kylian Mbappé und Arda Güler. Das ist, glaube ich, das, was wir alle in den letzten Wochen bei Real Madrid sehen. Immer wieder die 2 gleichen Protagonisten, die uns die Punkte, die uns die Siege schenken. Und ich sag immer wieder, als damals ein Mesut Özil und ein Cristiano Ronaldo zusammen gezaubert haben, haben viele das gar nicht erst realisiert. Erst als das Ganze irgendwann vorbei war, hat man diesem Duo hinterhergetrauert. Und ich sage es euch, wir sind gerade bei der Geburt von etwas Wunderschönen. Genießt jede Minute, die diese beiden Jungs auf dem Platz sind. Danke, dass Xabi Alonso diesen Schlüssel gefunden hat. Danke wieder einmal Arda Güler und Kylian Mbappé. Ja, aber fangen wir erst einmal von vorne an. Dieses Spiel war das Spiel, vor dem ich seit 2 Wochen gewarnt habe. Das erste Spiel nach der Länderspielpause. Da tun sich die großen Mannschaften bekanntermaßen immer schwer, besonders Real Madrid. Und dann auch noch bei Getafe. Das ist mit eins der dreckigsten Spiele, was du in der spanischen Liga spielen kannst. Ich glaube, auswärts bei Mallorca ist es noch ungefähr genauso oder bei Atletico Madrid. Ja, ein Borbalas hat Getafe seit 2 Wochen auf dieses Spiel eingestellt. Und man muss sagen, gestern wurde das gespielt, was Getafe wollte, nicht was Real Madrid wollte. Ein Spiel ohne Rhythmus, viele Fouls, viele Unterbrechungen. Real Madrid hatte zwar klar mehr Ballbesitz, ich glaube, wir waren bei über 76%, aber richtige Chancen hat Real Madrid sich auch nicht rausgespielt. Kylian Mbappé hatte 2 oder 3 Abschlüsse, einmal hat er sich leider noch verrannt, Franco Mastantuono hatte noch eine Chance, aber man konnte nicht davon reden, dass Madrid kurz davor war, ein Tor zu machen. Im Gegenteil. In der zweiten Halbzeit hat Real Madrid sogar nochmal nachgelassen und wurde noch schlechter als in der ersten Halbzeit. Es schien nichts so auszusehen, als wenn Real Madrid dieses Spiel gewinnen würde. Ja, dann kam Gott sei Dank Vini Junior und Getafe ist einfach durchgedreht, die Abwehr, Leute. Wir müssen uns da bei Nyon bedanken. Naja, aber wie dem auch sei, wir kommen jetzt gleich etwas mehr zur Analyse. Schauen wir uns erst einmal an die Aufstellung, die ein Xabi Alonso gewählt hat. Und ganz ehrlich, da muss ich einen Xabi Alonso etwas kritisieren. Also, ihr seht die Aufstellung, er hat gespielt mit einem Courtois im Tor, rechts hinten ein Fede Valverde, in der Innenverteidigung ein David Alaba, der hat das auch gut gemacht in den ersten 45 Minuten, an der Seite von Eder Militao, Álvaro Carreras, im Mittelfeld waren ein Tchouaméni, ein Camavinga und ein Bellingham, vorne drin Rodrigo hat den Vortritt vor Vini bekommen, Kylian Mbappé im Sturm und rechts Franco Mastantuono. Ja, und was ich nicht verstehe, jeder weiß doch schon seit Wochen, eigentlich seit Jahren, wie das Getafe von Borbalas spielt. Die sind hinten ein Bollwerk. Die suchen den Anti-Fußball. Also, eine Sache möchte ich klarstellen. Im Laufe meiner eigenen Fußballkarriere habe ich in Mannschaften gespielt, wo ich klar besser war als der Gegner. Aber ich habe auch in Mannschaften gespielt, wo der Gegner klar besser war als wir. Ich weiß also, dass das Schlaueste für Getafe in dem Fall ist, sich hinten reinzustellen, versuchen, dass die Minuten von der Uhr gehen, den dreckigen Fußball. Ich versuche hier auch keinen Fußball zu kritisieren. Getafe hat mit ihren Waffen gespielt. Die Waffen sind bekannt. Das ist für den Kader, den die haben, holen die das Maximum raus aus ihrem Potenzial. Trotzdem muss man sagen, ich glaube, wenn jede Mannschaft so Fußball spielen würde wie Getafe,
dann wäre ganz schnell die Einschaltquoten auf allen Kanälen bei 0. Das ist kein schön anzusehender Fußball. Aber ich möchte jetzt hier die Art und Weise von Getafe nicht kritisieren. Gestern hat allerdings nur eine Mannschaft versucht, wirklich Fußball zu spielen. Das Ganze leider nicht so schön, wie man es von Real Madrid erwartet, denn auch Real Madrid hatte viel zu wenig Rhythmus, viel zu viele Fehlpässe. Ja, man hat die Länderspielpause gemerkt, Real Madrid hat sehr träge angefangen und wie gesagt zur Halbzeit sogar nochmal nachgelassen. Ja, warum kritisiere ich einen Xabi Alonso für diese Aufstellung? Man sieht doch, dass Real Madrid dieses Bollwerk bespielen muss. Und was brauchst du in dieser Sequenz? Du brauchst Kreativität. Wenn dir hinten schon ein Dean Housen dazu auch noch im Spielaufbau fehlt, er hat ihn versucht durch David Alaba ein bisschen zu ersetzen, kannst du meiner Meinung nach gegen Getafe auswärts nicht auf ein Mittelfeld setzen von Tchouaméni, Bellingham und Camavinga. Das sind alles 3 Kämpfer, das sind physische Monster, aber keiner von denen ist ein richtiger Zehner, einer, der dir das perfekte Timing hat für den perfekten Pass. Natürlich können die das auch hier und da mal, aber wir brauchen einen kreativen Mittelfeldspieler, vor allem bei so einem Spiel in Getafe. Und wenn ein Dani Ceballos nun mal verletzt ausfällt, bleibt dir nur noch ein Arda Güler. Ich glaube, wir alle haben gestern ein unterschiedliches Spiel gesehen, bevor Arda Güler auf dem Platz war und nachdem. Dieser Junge ist zurzeit unverzichtbar für Real Madrid. Ich glaube, ein Xabi Alonso weiß das auch. Ich glaube, gestern war das eher ein Schonen von Arda Güler und Vini Junior für die schweren Spiele, die jetzt auf uns zukommen. Wir spielen jetzt am Mittwoch, wenn ich mich nicht täusche, gegen Juventus Turin und dann am Wochenende der Clasico gegen Barcelona. Ja, und das Spiel ist durch diese Aufstellung, wie gesagt, das, was wir gestern gesehen haben, war ein Spiel, was dir Getafe unterschrieben hätte, Real Madrid aber nicht. Und das Spiel wäre meiner Meinung nach auch vor sich hingeplätschert. Und wenn die Schiedsrichter oder der Schiedsrichter so gepfiffen hätte, wie die Schiedsrichter in den letzten Jahren immer gepfiffen haben, glaube ich, Real Madrid hätte gestern wahrscheinlich nur unentschieden gespielt. Aber eine Sache muss jetzt auch mal klargestellt werden. Ich möchte mir nicht zu viel Hoffnungen machen, aber das ist jetzt schon das 2. oder 3. Spiel in dieser Saison, wo ich das Gefühl habe, die Schiedsrichter pfeifen wirklich das, was die sehen. Und es ist ihnen egal, dass die eine Mannschaft Real Madrid heißt. Denn um eine Sache von Anfang an klarzustellen, das, was Nyon macht, ist eine klare rote Karte. Ohne dass der Ball in der Nähe ist, im Gegenteil, der Ball war, glaube ich, 30, 40 Meter entfernt, haut er einem Vini Junior ins Gesicht und tritt ihm unten gegen das Bein. Ohne Ball. Das ist eine ganz klare rote Karte. Nur, wir Madridistas sind selber etwas überrascht, weil wir das so nicht kennen. Vini Junior war in den letzten Jahren in La Liga freiwillig. Die Verteidiger wussten das. Fragt einen Pablo Maffeo. Die wussten, du kannst einen Vini Junior in die Hacke treten, in die Achillessehne, du kannst ihn schlagen, du kannst ihn schubsen. Ich habe einmal gesehen, wie bei Rayo Vallecano ein Gegenspieler Vini Junior mit beiden Händen auf den Kopf gehauen hat von der Seite. Vini Junior war freiwillig. Die Gegner wussten, die können ihn zertreten, wie die wollen. Ja, und in den letzten Spielen passiert etwas, wofür ich schon die Hoffnung verloren hatte. Wenn Vini Junior getreten wird, gefoult wird, ohne Ball, gibt ein Schiedsrichter Karten. In dem Fall eine hochverdiente rote Karte. Davor, ein Vini Junior kommt rein und verändert die komplette Dynamik des Spiels. Sein Gegenspieler kriegt in der ersten Minute eine gelbe Karte. Und danach musste der ausgewechselt werden, weil der in der nächsten Aktion, Vini setzt sich durch und der zieht den mit beiden Händen zu Boden. Da hätte der schon gelb-rot sehen müssen. Borbalas, der Trainer von Getafe, sieht das und denkt sich, oh, mein Freund, komm raus. Nyom, geh rein. Wir brauchen dich topfit gegen Vini Junior. Und ein Nyom macht das, wofür er seit Jahren in La Liga bekannt ist. Er hatte den Auftrag, Vini Junior aufzuhalten, ob legal oder illegal. Er hat sich entschieden, das illegal zu versuchen. Der Ball ist nicht in der Nähe, er tritt ihn um, haut ihn ins Gesicht. Ja, soll der Schiri denn da anderes machen? Klare rote Karte. Und Vini Junior hört danach nicht auf, spielt weiter und der Gegenspieler von Getafe, tritt Vini Junior ohne Ball an den Knöchel.
holt sich eine ganz klar gelb-rote Karte ab. Jetzt gibt es schon die Manu Thiles dieser Welt, mit dem habe ich heute Morgen schon auf Twitter diskutiert, die Vini Junior hierfür die Schuld geben wollten, dass er ohne Ball getreten wird. Was soll der denn machen? Soll der sich Woche für Woche treten lassen und sich beim Gegner noch bedanken, dass er ihn getreten hat? Natürlich lässt ein Vini Junior sich fallen, wie jeder andere auch. Übrigens hören wir uns mal an, was der Gegenspieler von Getafe selber zu dieser Aktion gesagt hat. Wie hast du es gesehen? Ich berühre ihn und das war's. Naja, das sind Fußballdinge. Mein Fehler, ihn zu berühren und das war's. Beim nächsten Mal werde ich daraus lernen. Es tut mir leid, war das das Team mit 9 Leuten zurückzulassen, aber gut, beim nächsten Mal lerne ich daraus. Glaubt ihr, dass Vinicius euch irgendwie provoziert hat? Nein, wir glauben, er macht sein Spiel, das war's. Wir konzentrieren uns auf unseres. Wir müssen uns auf nichts einlassen, das war's. Mein Fehler, das habe ich dir schon gesagt. Ja, er sagt natürlich das, was jeder normale Mensch sieht. Er ist selber schuld. Er tritt ohne Ball Vini und kriegt dafür gelb-rot. Er schadet seiner Mannschaft. Er muss aus seinen Fehlern lernen. Das ist doch nicht Vinis Schuld. Ja, aber wir leben zurzeit in einer Gesellschaft, in der es so einfach ist, Klicks zu farmen, Likes zu farmen, indem man einfach einen Vini Junior kritisiert. Wofür eigentlich? Dass er sich fallen lässt, wenn er ohne Ball getreten wird? Über was reden wir hier? Naja, wie dem auch sei, Vini Junior hat dieses Spiel natürlich die Waage ganz weit zur Seite, zur Richtung von Real Madrid auskippen lassen, weil Getafe nur noch zu 9 gespielt hat. Naja, solange Getafe noch zu 10 war, kam diese Genialität von Arda Güler, der wieder bewiesen hat, meine Güte, was wir für einen Fußballer da haben. Wieder der nächste Assist, wieder auf Kylian Mbappé, der das dann auch gut macht. Kylian Mbappé nimmt den Ball aus der Drehung an, schießt den Ball hart links oben. Soria, der ein überragender Torwart ist, nicht umsonst war er im Gespräch bei Real Madrid, hält den Ball sogar fast. Wir hatten ein bisschen Glück, der prallt vom Innenpfosten rein. Also da hatten wir Glück, Kylian Mbappé macht das 1:0. Ja, und Real Madrid hat das Spiel danach verwaltet. Und ich habe Real Madrid schon kritisiert für die Art und Weise, was für einen schlechten Fußball wir gespielt haben. Wie langsam wir waren. Blutlos, lethargisch, kein Mittel gefunden gegen Getafe. Aber der größte Kritikpunkt, den ich Real Madrid machen muss, du spielst mit 11 gegen 9 und in der 95. Minute oder wann auch immer steht ein Spieler von Getafe alleine vor Thibaut Courtois. Ich hoffe, ein Xabi Alonso hat sich die ganze Mannschaft gepackt und die zusammengeschrien. So etwas darf nicht passieren. Jeder Punkt in dieser Liga ist wichtig. Wir können uns bei Thibaut Courtois für diese Glanzparade bedanken. Ähnlich wie ich es gestern bei einem Jan Oblak gesagt habe. Der hat in der 90. Minute Atletico Madrid gerettet. Das Gleiche muss ich über Courtois sagen. Diese Parade von Courtois ist genauso viel wert wie der Assist von Arda Güler, wie das Tor von Kylian Mbappé. Danke, Thibaut Courtois. Ja, im Großen und Ganzen war es das, was man über das Spiel sagen muss. Dreckig, langweilig, so ein Spiel möchten wir, wenn es geht, nie wiedersehen. Aber die 3 Punkte sind lebenswichtig für Real Madrid. Wir ziehen am FC Barcelona vorbei und nächste Woche gehen wir in den Clasico als Tabellenerster. Hoffentlich verlassen wir den Clasico auch als Tabellenerster. Wenn es geht, dann am liebsten mit 5 Punkten Vorsprung. Ja, kommen wir jetzt zur Einzelbewertung der Spieler. Ja, Thibaut Courtois, eigentlich hätte ich gesagt, man musste nicht viel von ihm sehen, aber Thibaut Courtois kriegt für mich fast eine 10 von 10, denn als Madrid-Torwart kriegst du nicht oft was zu tun, vor allem in so einem Spiel wie gestern, wo die Gegner sich hinten reinstellen, aber wenn du dann auf einmal gebraucht wirst, in der 95. Minute, musst du zu 100% da sein. Und das war der Belgier. Tolle Leistung, tolle Parade, die uns 2 Punkte gerettet hat. Danke, Thibaut Courtois. Kommen wir zur Verteidigung und ich muss sagen, sowohl ein Alvaro Carreras hat mir von der ganzen Verteidigung noch am wenigsten gefallen. Nach vorne keine gefährlichen Aktionen, zu viele Ballverluste.
Es ist nicht der Alvaro Carreras aus den ersten La Liga-Spielen. Hoffen wir mal, dass er nächste Woche gegen Lamine Yamal einen besseren Tag erwischt. Rechts Fede Valverde wie immer einen absolut soliden Part gespielt. Der Junge ist einer der besten rechten Verteidiger der Welt. In der Abwehr bin ich sehr zufrieden mit einem Eder Militao, wie häufig er sich vor den Stürmer der Gegner gestellt hat, den Ball erobert hat, Real Madrid in Ballbesitz gebracht hat. Und auch ein David Alaba, muss ich sagen, die ersten 45 Minuten haben mir von dem Österreicher gefallen. Er hat den Spielaufbau von dem Dean Hausen so ein bisschen übernehmen müssen, hat das gut gemacht. Er wurde zur Halbzeit ausgewechselt, nicht wegen seiner Leistung, auch nicht, weil er verletzt ist. Xabi Alonso hat gesagt, er hat so ein Zwicken gespürt und man hat ihn sicherheitshalber rausgeholt für einen Raúl Asensio, der danach auch einen guten Job gemacht hat. Ein Raúl Asensio erinnert wieder an den Asensio aus letzter Saison. Ein Aurélien Tchouaméni, tolles Spiel. Er hilft enorm aus, schließt die Lücken. Getafe hat Real Madrid, glaube ich, bis auf in der letzten Minute keinmal überrascht. Großer Anteil davon gilt an ein Aurélien Tchouaméni. Eduardo Camavinga hat die erste Stunde, die er gespielt hat, war er mit der beste Mann auf dem Platz. Tolles Spiel von dem Franzosen. Er hat halt das gemacht, was er kann. Bälle erobert, den Ball abgegeben. Er ist kein Zehner. Er wird hier keine Diagos spielen über 70 Metern genau auf dem Fuß. Das muss er aber auch nicht. Die Arbeit, die er machen musste, hat er gut gemacht. Ein Jude Bellingham kam am Ende besser ins Spiel, hat gekämpft. Er ist natürlich noch nicht so im Spielbetrieb, wie man es kennt. Geben wir dem mal noch ein paar Wochen Zeit. Hoffentlich nächste Woche im Klassiker schon deutlich besser. In Jude Bellingham braucht natürlich die Minuten. Und ich zeige euch jetzt meine absolute Lieblingsszene von Jude Bellingham. Oh, das tut so gut in meinem Herzen. Es wurde auch Zeit, dass die Mitspieler endlich anfangen, Vini Junior zu schützen. Den er da anzeigt, ist nämlich derjenige, der mit diesem ganzen Hate gegen Vini angefangen hat. Und Vini wird eingewechselt, hat noch keinen Ball und der Verteidiger rennt auf Vini, zeigt mit dem Finger, diskutiert mit ihm. Und gut, dass ein Jude Bellingham darauf aufmerksam gemacht hat. Also, das war für mich die schönste Aktion von Jude Bellingham. Also, gutes Spiel im Endeffekt. Es geht natürlich viel besser. Ja, und vorne über alle drei, muss ich sagen, naja, Kylian Mbappé macht Gott sei Dank das Tor. Aber das war kein gutes Spiel des Franzosen. Und ich muss meiner Meinung nach sagen, Rodrigo und Franco Mastantuono, beide Totalausfall. Das sind die Spiele, die bei einem Rodrigo einen immer verzweifeln lassen. Ich sage es immer wieder, der taucht 1, 2, 3 Spiele auf und dann verschwindet er seltsamerweise 6, 7 Spiele. Das war eins der Spiele, wo er unsichtbar war, wo man seine Qualitäten nicht gesehen hat, physisch zu schwach war. Ich erwarte viel mehr von einem Spieler, der über 100 Millionen Euro Marktwert haben soll. Oder für über 100 Millionen verkauft werden soll. Franco Mastantuono hat mir gestern auch nicht gefallen, hat immer wieder Sachen versucht, die nicht seins ist. Franco Mastantuono, deine Stärke ist, dass du nach hinten arbeitest. Deine Stärke ist, dass du physisch stabil bist, dass du einen sehr guten linken Fuß hast, einen guten ersten Touch. Hör doch auf, immer wieder in diese Dribblings zu gehen. Das bist du nicht. Hat man gestern gesehen, viel zu viele sinnlose Ballverluste. Daran muss ein Franco Mastantuono arbeiten. Und ich glaube, er ist das schwächste Glied im Kader. Ich glaube, er wird jetzt quasi langfristig für Jude Bellingham aus der ersten Elf fallen. Ja, kommen wir dann zu den Einwechselspielern und ich glaube, über den Spieler, über den wir uns am meisten unterhalten müssen, ist Arda Güler. Aber ich glaube, ich habe dazu schon alles gesagt. Real Madrid ohne Arda Güler und Real Madrid mit Arda Güler, das sind zwei komplett unterschiedliche Mannschaften. Wir hatten einen Dirigenten, wir hatten einen, der unserem Fußballspiel Sinn gegeben hat, den Ball verteilt hat. Nicht nur der Assist auf Kylian Mbappé, natürlich fällt das am Ende am meisten ins Auge. Aber wie er den Ball hat laufen lassen, wie er sich bewegt hat in den Zwischenräumen, es sieht simpel aus. Wenn es so simpel wäre, warum machen das denn nicht alle anderen? Dieser Junge ist etwas ganz Besonderes und jetzt weiß ich schon, ich werde in meinen Kommentaren kritisiert dafür, dass ich es sage. Aber Kylian Mbappé und Arda Güler sind ein kongeniales Duo, was Real Madrid in dieser Saison hoffentlich zu vielen Titeln führen wird. Ja, das ist meine Meinung. Über die anderen Ersatzspieler kann man nicht viel sagen. Die haben sich mehr oder weniger eingegliedert in das Niveau. Naja, derjenige, der herausgestochen hat, ist meiner Meinung nach Vini Junior. Den habe ich aber auch schon gelobt. Als Ersatzspieler hat er das Spiel ganz klar zu Seiten von Real Madrid gelenkt. Arda Güler mit seinem Traumpass und seinem restlichen Fußball, den der uns geliefert hat. Ja,
Das ist meine Meinung zu dem Spiel. Lass deine Meinung zu dem Spiel gerne in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, lass ein Like da, teilen, Follow und hypen. Es ist montags, die Hyper sollten wieder möglich sein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!